Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute stelle ich euch das Apartment vor, welches wir uns in Wrocław oder auf Deutsch Breslau gebucht haben. Das Tolle an der ganzen Sache ist, dass ihr bis zu 25% auf die Buchung des Apartments kriegen könnt. Wie ihr dazu kommt, erfährt ihr dann später im Video. Dann halte ich euch jetzt auch nicht länger auf und gleich nach dem Intro geht's auch schon los. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Starten wir auch direkt los. Wie wir sehen, der Check-in erfolgt über eine Schlüsselbox. Ist auch alles problemlos verlaufen. Sehr gut. Hier kommen wir ins Apartment rein. Und genau, hier haben wir dann auch schon zur rechten Seite so Regulatoren, halt, wo man die Temperatur einstellen kann. Aber die Temperatur war soweit im Zimmer angenehm, also das war auch alles gut eingestellt eigentlich. Und ja, wir sind jetzt ja auch eigentlich schon mittendrin im Wohnzimmer, wie wir das hier sehen. Hier haben wir zur linken Seite eine Küche, eine Kochnische und ja, einen Wohnzimmertisch, der aus im Prinzip 2 Tischen besteht, wie wir das hier sehen. Habe ich gerade rausgezogen, den einen Tisch, aber ist auf jeden Fall sehr geschmackvoll. Hier haben wir auch eine tolle Ablage auf der Couch, das hat uns persönlich sehr gefallen. Genau, hier haben wir auch einen Fernseher, einen Tisch, fand ich sehr praktisch. Den Tisch oder die Kommode unter dem Fernseher, da konnten wir unser Laptop draufstellen und konnten dann abends auch mal einen Netflix-Film gucken. Ja, und hier sehen wir dann auch sofort die Küche, die auch eigentlich voll ausgestattet ist mit allem, was man braucht. Wir haben eine Spülmaschine, eine Mikrowelle, einen Kühlschrank, Cerankochfeld, sogar Müsli wurde da zur Verfügung gestellt, auch Geschirr. Also wenn es um die Küche geht, die ist wirklich sehr, sehr gut ausgestattet mit allem, was man eigentlich braucht, auch Kaffeemaschine und so weiter und so fort. Da wurde auch Kaffee zur Verfügung gestellt, Wasserkocher, also wenn es jetzt um die Ausstattung der Küche geht, finde ich jetzt nichts Negatives, wo ich sagen kann, das hat mir nicht gefallen. Aber auch eine kleine Sache, und zwar, wenn man die Schränke zumacht, dann knallt es halt so. Also da ist keine Dämpfung hinter. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für mich, weil wir zu Hause diese Dämpfer haben. Das heißt, man kann die Schranktür zumachen, dann geht es langsam zu. Hier knallt es zu. Da muss man sich aber einfach nur dran gewöhnen. Ist aber jetzt auf jeden Fall kein Minus. Ja, hier haben wir dann sowas wie einen Esstisch vielleicht oder eine Bar, kann man sehen, wie man möchte. Ja. Und genau, was mir hier an diesem Apartment sehr gefallen hat, Echtpflanzen. Also das sieht man sowas von selten, dass irgendwo echte Pflanzen im Apartment sind. Ich fand das mega toll, also ich war da wirklich von begeistert. Ne? Sonst hat man immer überall so diese Kunstpflanzen. Mir persönlich sagt das überhaupt nicht zu, aber das war wirklich toll. Dann haben wir hier auch noch mal einmal so eine Gesamtansicht von der einen Seite, hier von der anderen Seite. Und ja, wenn man jetzt vom Wohnzimmer in den Schlafbereich geht, muss man hier durchgehen. Also es ist keine Tür dazwischen, es ist mehr ein Bereich, wie wir sehen. Aber das Bett ist auf jeden Fall sehr groß. Sehr bequem. Mir persönlich hat das total gefallen, das Bett. Also ich bin hier sehr gut eingeschlafen und ich konnte auch sehr gut schlafen. Hier haben wir auch links und rechts Nachttischchen mit kleinen Lämpchen. Hier auch nochmal eine echte Pflanze. Also da auf jeden Fall ein dickes Plus an den Vermieter. Ich glaube, die nennen sich Umf Apartments. Die haben noch mehrere Apartments in Breslau und meines Wissens auch Warschau. Ich glaube, über 40 Apartments haben die insgesamt. Also ist nicht klein. Hier haben wir den Ausblick aus dem Fenster, Wohnzimmer sowie Schlafzimmerfenster. Der Ausblick ist zum Hinterhof, aber ihr müsst euch vorstellen, wir sind mitten im Zentrum. Also man hat wirklich, ich weiß nicht, 200-300 Meter zum Rathaus von Breslau. Also da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo das Apartment liegt. Also das ist wirklich mittendrin. Hier haben wir dann sowas wie eine begehbare Garderobe, auch mit ausreichend Platz.
Das bietet mittlerweile auch nicht jedes Apartment. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die es so klein wie möglich machen, so eng wie möglich. Aber hier hat man wirklich genug Platz, um seine Sachen zu verstauen. Anziehsachen, das sieht man auch. Also man hat das wirklich von beiden Seiten. Echt, also da kann ich auch sagen, wirklich top. Auch haben wir Bügeleisen und Wäscheständer. Eine Waschmaschine gibt es da auch, dann kann man die vielleicht nutzen. Ja, und dann gehen wir jetzt vom begehbaren Kleiderschrank oder begehbare Garderobe ins Badezimmer. Und ja, auch eine Dusche haben wir hier. Hier haben wir auch die Waschmaschine. Ist vielleicht jetzt ein bisschen unordentlich, weil wir da schon gewohnt haben. Eine Heizung haben wir auch, die funktioniert. Da kann man gegebenenfalls seine Handtücher nach dem Duschen aufhängen. Was hier der Vermieter hinterlassen hat, auch eine nette Geste. Vielleicht, wenn das jemand braucht. Ja. Schön auch alles eingerichtet, geschmackvoll, meiner Meinung nach. Über Geschmäcker lässt sich ja streiten. Schönes Waschbecken. Hier sind aber so Kleinigkeiten, da merkt man einfach, dass es vielleicht leicht in die Jahre gekommen ist. Leichte Gebrauchsspuren. Wem es nicht stört, dann passt das eigentlich. Ja. Und das ist ja auch so dieses Besondere, man kann hier im Prinzip eine Runde gehen um die Wohnung. Ne? Ja. Ja, also seht ihr, das ist wie so eine Runde. Ja. Jetzt noch so ein paar Worte zum Apartment. Also im Großen und Ganzen hat mir das Apartment wirklich sehr gefallen. Ich habe auch eine öffentliche Bewertung auf Airbnb geschrieben, die auch jeder einlesen kann. Also ich verheimliche auch wirklich gar nichts. Das Apartment ist groß. Ich finde, es ist auch geschmackvoll eingerichtet. Was mir da gefallen hat, es ist wirklich nicht zugestellt, aber es ist auch nicht zu wenig drin. Also das war für mich auch irgendwie so ein guter, idealer Punkt. Also der Vermieter hat hier einen guten Punkt auf jeden Fall getroffen, was die Einrichtung angeht. Was ich auch schon erwähnt habe, toll, dass es echte Pflanzen gibt. Also ich habe hier wirklich wenig negative Sachen, die ich hier benennen kann. Da gibt es vielleicht ein, zwei kleine Sachen. Und zwar einmal im Wohnzimmer war eine Lampe, die ist ein bisschen niedrig, da kann man sich das ein oder andere Mal den Kopf stoßen, genauso wie die Dusche, die ist glaube ich auch nur 1,80 Meter hoch. Wenn man über 1,80 Meter ist, so wie ich, dann ist das vielleicht schon leicht grenzwertig, ist aber jetzt auch nicht wirklich störend. Ein zweiter Teil, der mir da vielleicht nicht 100% gefallen hat, will ich das mal so nennen. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht katastrophal. Man sieht einfach, dass das ein oder andere vielleicht leicht in die Jahre gekommen ist. Dadurch sind leichte Gebrauchsspuren. Aber wem das jetzt nicht stören sollte, dem kann ich wirklich das Apartment jedem empfehlen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war das Apartment, glaube ich, in der 3. Etage. Es gibt aber einen Aufzug, wo ihr dann auch hochfahren könnt. Auch noch ein weiterer Vorteil ist, das Apartment, wie schon erwähnt, ist mitten im Zentrum. Also ihr geht aus der Tür raus, geht nach links, ich weiß nicht, vielleicht 100 Meter und ihr seid schon mitten im Zentrum. Also wir waren da zur Weihnachtszeit, um den Weihnachtsmarkt in Breslau zu besuchen und es hat uns wirklich Spaß gemacht. Wir fanden es wirklich toll, dass wir mittendrin waren, nicht irgendwie weit noch mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen oder Bus und Bahn oder sonst irgendetwas. Das war wirklich klasse. Meiner Meinung nach bietet auch der Vermieter einen Parkplatz an. Das habe ich jetzt nicht in Anspruch genommen. Ich habe mir einen eigenen Parkplatz besorgt, der ein bisschen günstiger war, aber vielleicht könnt ihr da irgendetwas eventuell mit dem Vermieter ausmachen. Also das bleibt dann euch überlassen. So, jetzt habe ich auch etwas mit dem Vermieter abgemacht und zwar hat er eine Rabattaktion gestartet für meine Zuschauer. Wenn ihr dieses Apartment bucht und der Buchungswert unter 250 € ist, kriegt ihr 25% Rabatt. Sollte der Buchungswert zwischen 250 und 500 € sein, kriegt ihr da 20% Rabatt und sollte der Buchungswert über 500 € sein, dann müsst ihr das alles nochmal mit dem Vermieter absprechen, individuell. Dann kann er da vielleicht mit euch auch nochmal irgendetwas, eine Sonderaktion machen oder sonst irgendetwas. Das, wie gesagt, müsst ihr dann mit dem Vermieter selber absprechen. Die Aktion gilt bis zum 1.3.2024 und den Rabatt kriegt ihr, wenn ihr das Apartment bucht und
euch danach mit dem Vermieter kontaktiert und sagt, dass ihr von Schnuffinski kommt. Ihr könnt schreiben, dass ihr das Video gesehen habt, dass da halt diese Rabattaktion ist. So habe ich das zumindest mit dem Vermieter abgesprochen. Dann sollte er Bescheid wissen und dann solltet ihr danach dann auch den ganzen Rabatt kriegen. Wie gesagt, Rabatt geht nur bis zum 1.3.2024. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund, ja, und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao!